Hallo und herzlich willkommen. Dann kommen wir zu den fortgeschrittenen Taktiken. Hier ist es so, hier sind die Stärken und die Schwächen des Gegners nicht mehr komplett offensichtlich, aber in der Regel sind sie da, sind sie ausgeprägt da. In der Regel kenne ich auch meine eigenen Stärken und Schwächen, sollte sie zumindest kennen. Und das heißt, ich muss am Anfang eines Einzels dann versuchen, die Stärken und Schwächen des Gegners herauszufinden und dann eben sie meinen und Stärken und Schwächen so anzupassen, dass es für mich optimal ist. Das kann zu verschiedenen Wegen führen. Ich nenne jetzt einfach beispielsweise ein paar, die sich bewährt haben. Aber das ist keine abschließende Liste. Hier gibt es tatsächlich noch sehr viele mehr. Taktik Nummer 1. Ich forciere das Spiel am Netz. Sobald ich eben merke, ich bin meinem Gegner im Netzspiel überlegen, versuche ich so viel wie möglich kurze Bälle zu spielen. Ja, dann hat der Gegner eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Er kann dieses Netzspiel mitspielen. Wenn ich ihm überlegen bin, ist es gut für mich, weil dann mache ich da eben mehr Punkte als er. Möglichkeit Nummer 2 ist, wenn ich diese Bälle kurz spiele, kann er es mir hoch rausspielen. Ich habe Zeit und ich bin im Angriff. Das heißt, es ist auch vorteilhaft für mich. Ja, also im Idealfall, wenn diese Taktik super funktioniert, wird es darauf rauslaufen, dass der Gegner selbst tunlichst vermeidet, kurze Bälle zu spielen, weil er dann eben immer fürchten muss, dass er von mir auch einen kurzen Ball zurückbekommt. Und das nimmt ihm selbst sowohl an der Größe des Platzes einiges weg, weil er eben hier den vorderen Bereich am Netz nicht mehr anspielen möchte. Und es nimmt ihn auch viele taktische Variationen dann und somit habe ich einen riesen Vorteil im Spiel. Fortgeschrittene Taktik Nummer 2. Wenn ich selbst sehr ballsicher und sehr laufstark bin, kann ich versuchen, das Ganze, die Ballwechsel in die Länge zu ziehen. Das heißt, ich gehe nicht kein großes Risiko ein, ich halte den Ball im Spiel, sehe zu, dass ich meinem Gegner keine großen Möglichkeiten zum direkten Punktgewinn lasse und mache die Ballwechsel lang, halte den Ball im Spiel. Entweder darauf ausgerichtet, dass der Gegner weniger ballsicher ist als ich, wobei das in der Regel so ist, je nach Geschwindigkeit, die man spielt, kann die Ballsicherheit auch sehr variieren. Das heißt, wenn ich einen Tick schneller spielen kann, sicher, als der Gegner es kann, habe ich da einen riesen Vorteil. Da muss ich versuchen, immer auf diesem Geschwindigkeitslevel dann zu halten. Das ist also das eine. Das heißt, der Gegner macht dann gegebenenfalls mehr Fehler als ich. Oder zweiter Vorteil ist, wenn ich eben auch laufend konditionsstark dabei bin, irgendwann wird der Gegner ermüden und das wird seine Fehlerquote noch mehr in die Höhe treiben, beziehungsweise für mich öffnen sich mehr Räume auf dem Platz und dann habe ich noch leichteres Spiel. Dann fortgeschrittene Taktik Nummer 3. Das genaue Gegenteil von der vorherigen, nämlich aggressiv zu spielen. Das heißt, so oft ich das kann, Druck zu machen. Das muss nicht zwingend heißen, dass ich auf jeden Ball einen Smash spiele. Das kann auch ein sehr aggressiver Punch Clear sein. Das kann auch ein schnell gespielter Drop sein. Aber wichtig ist, dass ich aggressiv spiele und versuche, die Ballwechsel kurz zu machen. Bietet sich eben dann an, wenn ich selbst im Angriff stark bin und oder der Gegner in der Abwehr eher schwach. Oder ich eben merke, dass ich zum Beispiel, dass der Gegner versucht, die Ballwechsel lang zu machen und merke, der ist hier zum Beispiel konditionell mir überlegen. Dann sollte ich mich auf das möglichst wenig einlassen und versuchen eben schneller die Entscheidung dann herbeizuführen. Das heißt, sobald ich die Gelegenheit habe, gehe ich auf den Punkt, nimm ein moderates Risiko in Kauf, nicht volles Risiko, das führt zur zu hohen Fehlerquote, aber moderates Risiko in Kauf, um eben zu schauen, wo sind die Lücken und versuche die dann konsequent mit einem Schlag, gegebenenfalls noch einem Schlag nachsetzen, dann anzuspielen und dann hier den Punkt zu machen. Taktik Nummer 4 ist,
möglichst viele Variationen im eigenen Spiel zu haben. Die beste Taktik ist oft zum Scheitern verurteilt, wenn sich der Gegner darauf einstellt. Desto besser die Gegner, desto schneller adaptieren die sich auch an die gespielte Taktik. Und dann kommt es eben vor, dass er mit einer Gegentaktik darauf antwortet. Um es ihm möglichst schwer zu machen, ist es sehr sinnvoll, möglichst viele Variationen zu haben. Das heißt, eben zwischen Punch Clear, Drop, Neutralisierungsschlägen, Smashes, Spiel am Netz zu variieren, sodass der Gegner nicht wirklich weiß, auf was er sich einstellen muss. Und das macht es ihm sehr, sehr viel schwerer, dann auch selbst sicher zu spielen. Das heißt, seine Fehlerquote wird in die Höhe gehen. Und es macht es ihm auch sehr viel schwerer, eine eigene Strategie zu entwickeln, mit der er dann meine wieder kontern kann.